Hallo liebe Freunde, fabelhaft wandern ist heute wieder einmal die Devise. Und zwar begeben wir uns auf Ritterspuren. Ob allerdings ein Ritter zu Hause ist oder wir einen unterwegs treffen, kann ich euch jetzt noch nicht versprechen. Was ich euch versprechen kann, es wird eine Wanderung mit ganz tollen Aussichten, ganz tollen Panoramabildern. Also bleibt dran, es lohnt sich. In Breitenbach, unserem Ausgangspunkt, gibt es glücklicherweise keine Raubritter mehr. Parkplätze sind hier dennoch ziemlich rar gesät. Am empfohlenen Wanderparkplatz stellen leider lieber die Einheimischen ihre Autos und Anhänger ab. Also, was soll's. Es ist zwar ein wenig ärgerlich, aber ich habe dafür hinter der Kirche einen Platz gefunden und alles ist gut. Dadurch verlängert sich die Tour freilich um etwa 1 Kilometer, so dass uns heute insgesamt rund 15 angenehme Kilometer in der schönsten Natur bevorstehen. Immerhin 1 Kilometer mehr zum Genießen. An der Feuerwehr, dem offiziellen Startpunkt der Wanderung, entdecken wir eine gut gestaltete Informationstafel, welche die Tour noch einmal vorstellt und grob erklärt. Außerdem finden wir die ersten Wegweiser für diese wirklich hervorragend ausgeschilderte nordhessische Rundtour. Darum genug der Vorrede, machen wir uns voller Vorfreude auf den Weg, zunächst Richtung Schiedberg. Dazu steigen wir diesen angenehmen Wiesenpfad hinauf, der uns gleich zu Beginn angenehm auf den Charakter dieser Rundtour einstimmt. Denn immerhin verläuft etwa die Hälfte des Weges über solche wunderschöne Wiesen. Bereits von hier ist auch der nahegelegene und dominante Rimberg gut zu sehen. Er ist quasi der südliche Ausläufer des Knüllgebirges und gleichzeitig das Tor nach Alsfeld, das wir bereits gemeinsam besucht haben. Vielen ist der Rimberg jedoch durch die Autobahn A5 bekannt, deren kurvenreiche An- und Abfahrten so manchen Lkw-Fahrer ins Schwitzen bringen. Doch wir wollen nicht schwitzen, sondern die liebliche Landschaft genießen und somit weiter gemütlich zum nächsten Abzweig laufen. Dabei drehen wir uns noch einmal um und kosten den immer wieder neuen und herrlichen Ausblick zurück aufs malerische Örtchen Breitenbach aus. Eine kleine Steigung später und am Waldrand angekommen habt ihr die Wahl, in welche Richtung ihr unsere Rundwanderung fortsetzen möchtet. Ich habe mich entschieden, zunächst den rechten Weg zu wählen. Wie ihr sehen könnt, zieht sich dieser breite Fahrweg angenehm am Waldrand bzw. Feld entlang. Gleichzeitig neben unserem Ritterweg befinden wir uns hier auch auf einem weiteren Abschnitt des Lutherweges. Ob Luther oder nicht, an der Werkstatt der Diakonie angekommen, muss man nicht zwangsläufig um diese herumlaufen, sondern kann auch gerade den Feldweg nach unten gehen. Dort unten geht's nunmehr nach links und wie angekündigt mit jeder Menge Ruhe und Entspannung zunächst überwiegend über herrliche Felder. Nur warum rennt der Ritter denn so schnell davon, anstatt den herrlichen Weg, welcher ihm zu Ehren benannt wurde, und die Landschaft zu genießen? Will er uns etwa auf der Burg anmelden? All jene, welchen der Ritter jedoch zu schnell rennt und ihm nicht folgen können, finden eine, wie bereits angekündigt, sehr gute Ausschilderung vor, zudem die GPS-Daten zum Downloaden, wie immer in der Beschreibung unter dem Video. Auch für den Fall, dass ich mich wiederhole, wie ihr seht, ist bis zur Burg Herzberg wirkliches Genießen angesagt, denn diesen angenehmen Weg unterhalb des Naturparks Knüll kommentiert sich von selbst, also kann ich auch einmal meinen Mund halten.
Nach reichlich 4 Kilometern stoßen wir auf diese Wanderhütte. Theoretisch eine erste Chance aufs Picknick. Dennoch sollten wir hier aufpassen, denn wir verlassen unseren Weg am Waldrand, um unter Umständen sogar erfrischt nach links in selbigen in den Hochwald abzubiegen, um, wie uns das Schild verrät, diesen reichlichen Kilometer bis hoch zur Burg anzugehen. Hier im Wald, trotz des Anstiegs, ist es Zeit, über ein absolutes Highlight, welches eng mit dem Namen der Burg Herzberg verbunden ist, zu erzählen. Nämlich das alljährlich stattfindende Burg Herzberg Festival. Vielleicht war der eine oder andere von euch selbst dort zu Besuch. Schreibt es doch bitte unten in die Kommentare, ich bin gespannt. Wer es nicht kennt, es handelt sich bekanntlich um das älteste und größte Hippie-Festival Europas. 10.000 bis 20.000 Besucher jährlich sind die Norm und trotzen jedem Wetter. Über all der Schwärmerei über das Herzberg-Festival sollten wir dennoch auf den Weg achten. Nicht zu vergessen die tollen Aussichten zwischendurch. So kommen wir über Forstwege und auch kleine anheimelnde Wege langsam aber sicher immer höher. Plötzlich erblicken wir zwischen den Bäumen die imposante Burg Herzberg. Ein Traum von einer richtigen mittelalterlichen Ritterburg aus Märchen oder Romanen. Oder welchen Eindruck machen diese Bilder auf euch? Drehen wir uns um, bekommen wir theoretisch eine tolle Aussicht, beispielsweise in Richtung Rhön. Doch, was wollen uns die Wolken heute sagen? Wisst ihr was, lassen wir die Wolken einfach Wolken sein und begeben uns hinein in diese prächtige und imponierende, nicht zu vergessen, größte Höhenburg Hessens, mit ihren markanten Rundtürmen, deren Wurzeln bis ins Jahr 1280 zurückgehen. In der Burg angekommen habt ihr die Qual der Wahl. Eine Option wäre zunächst der Burgschenke einen Besuch abzustatten. Variante 2, selbstverständlich diesen Prachtbau in Ruhe zu besichtigen. Da die Herzberger Ritter sich offensichtlich alle verkrochen haben, klar, Regen liegt in der Luft und dann können sich die Ärmsten vielleicht nicht mehr bewegen, weil die Rüstung einrostet, und sind nicht umsonst hier hochgestiegen. Mit etwas Glück bekommen wir nämlich eine Führung von der Baronin von Herzberg persönlich geboten. Ja, also ich sage herzlich willkommen auf der Burg Herzberg. Kommt alle vorbei und ich würde euch gerne führen und euch alles zeigen, was die Burg überlebt hat. Die Burg ist nie eingenommen worden. Im 30-jährigen Krieg haben die Schweden 5 Jahre lang um die Burg gelauert und haben gedacht, also die sind so zäh, die geben nicht auf, weil wir haben auch einen unterirdischen Gang, den zeige ich euch dann. Und ja, ich freue mich, wenn ich euch dann hier sehe und führe euch durch alles durch. Da die Burg hat 7 Türme und in jedem Turm sind 2 Verliese, alle 14 Verliese, weil der Dörnberg hatte die Gerichtsbarkeit, die mittlere Gerichtsbarkeit. Also es wurde keiner hier zu Tode gekommen. Das hat mich auch als 15-Jährige, als ich hier das erste Mal hinkam, sehr beruhigt. Hier ist also nicht so hart bestraft worden, sondern in die Verliese, Brot und Wasser haben die gekriegt und dann durften sie auch bald wieder raus. Und gerade in Ziegenhain, muss ich berichten, da bin ich jetzt gefragt worden, ob ich in das Gefängnis gehen kann. Und da fragen mich alle, was haben Sie denn verbrochen? Nein, ich will die Jugend dort betreuen und ihnen helfen, die entlassen werden, in der Welt zurechtzukommen. Und die zeige ich dann hier in der Burg, die großen Türme, die standgehalten haben und auch nicht aufgegeben haben. Und so müsst ihr auch. Keiner gibt auf und ich sage dann, wie der Weg in das Leben gut geht, mit bisschen Demut, mit Liebe, mit Zuneigung und auf jeden Fall keine radikale Sache. Also das war's und ich freue mich, wenn ihr kommt. Also, macht's gut! Logisch, in den alten Gemäuern dieser Märchenburg fühlt man sich schnell in die Zeit der Ritter zurückversetzt. Mit etwas Glück kann man hier tatsächlich an manchen Festtagen echten Rittern begegnen. Neben der attraktiven und sehenswerten, altehrfurchtigen Burg bekommen wir, logisch bei dieser Höhenlage, auch immer wieder schöne Aussichten ins Umland und alle Richtungen geboten.
Doch plötzlich die Erkenntnis. Beim Träumen und Staunen vergaß ich schnell meine Umgebung. Und was ist das Ergebnis? Die dicken Wolken ziehen inzwischen noch bedrohlicher auf. Was tun? Hier oben abwarten, bis es beginnt zu gießen? Theoretisch könnte man auch auf die Einsicht des Autos warten und darauf hoffen, dass es sich zur Abwechslung alleine hier hoch bewegt. Aber der Klügere soll nachgeben und so machen wir uns also auf den Weg zu ihm, dem Auto. Mutig losgestapft ist die Devise, denn bisher habe ich aufziehende Gewitter 100-mal erlebt und immer Glück gehabt. Obendrein, was soll's, es sind ja nur noch reichlich 8 Kilometer bis zum Ausgangspunkt. Riskieren wir es also. Wobei es, wie zu lesen ist, hier noch jede Menge andere interessante Ziele für die Zukunft zu finden sind. Jetzt orientieren wir uns zunächst am Christleideteich und erfreuen uns an diesen angenehmen Waldwegen und an unserem Leben, welches uns die Ruhe und Natur hier quasi veredelt. Wie war das? 100-mal ging es gut und jetzt? Nach der 100 kommt bekanntlich die 101 und Petrus zeigt diesmal, was er kann und öffnet seine Schleusen ordentlich. Was tun? Ich habe mich fürs Weiterlaufen entschieden. Oder wäre es klug gewesen, es wie das Reh zu machen und sich zu verkriechen? Irgendwann waren die Schuhe inklusive Klamotten von diesem kräftigen Guss völlig durch, also sowieso alles egal. Der Schönheit des Weges für die nächsten Kilometer über die Wiesen hat es keinen Abbruch getan. Im Gegenteil. Der immer wieder neu und anders verhangene und dunstige Himmel hat dem Weg einen eigenartigen und besonderen Reiz verliehen. Egal ob der Anblick des unten im Tal der Jossa liegenden Hatte Rodes oder die gegenüberliegenden Höhenzüge des Naturparks Knüll, diese Runde ist wirklich eine Genusswanderung, selbst bei diesem Wetter. Nicht auszudenken, wenn es noch schöner ist. Zumal die Ausschilderung hier auf den Feldern genial gelöst ist. Nämlich mittels aufgemalter Markierung auf dem Asphalt der Feldwege bzw. eingelassener Feldsteine. Tja, hier stellt sich die Frage aller Fragen, wer bringt dem Jäger wohl hierher die Post? Der Briefträger oder wird dieser Service von Hase und Igel übernommen? Was soll ich sagen, Petrus wollte mir mehrfach zeigen, was er so alles drauf hat und so kam ein Regenguss nach dem nächsten. Aber einmal durchgeweicht wird man ja von nichts mehr erschüttert und diesem schönen Weg nimmt auch das Wasser von oben nicht seinen Reiz. Schließlich landen wir, diesmal zwar klitschnass, aber begeistert über diese wunderschöne und naturbelassene Rundtour, wieder an unserem Stadtort Breitenbach am Herzberg.